Hallo zusammen und willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Anna. Hallo Anna und ich bin Max. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Max, wie geht es dir heute? Mir geht es super, danke. Und dir? Mir geht es auch sehr gut. Heute haben wir ein richtig schönes und wichtiges Thema. Oh ja, Hobbys machen das Leben interessant und bunt. Und sie sind der Schlüssel zu deutschen Freundschaften. Also Anna, was lernen wir heute? Heute sprechen wir über Hobbys und Freizeit auf Deutsch. Das ist das beste Gesprächsthema überhaupt. Absolut, wenn ihr über eure Hobbys sprechen könnt, macht ihr sofort neue deutsche Freunde. Genau. Wir zeigen euch, wie man seine Interessen und Leidenschaften auf Deutsch ausdrückt. Und wir erzählen euch von unseren echten Hobbys. Das wird persönlich und authentisch, plus die deutsche Vereinskultur. Das ist extrem typisch deutsch. Und wir zeigen euch über 60 verschiedene Hobbys auf Deutsch. Das ist die kompletteste Hobbyliste ever. Bevor wir starten, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke für neue Videos. Los geht's. Bist du bereit, über Hobbys zu sprechen, Anna? Ich bin bereit. Lass uns über unsere Leidenschaften reden. Liebe Zuschauer, hört diesem Dialog zu. Anna und ich sprechen über unsere echten Hobbys. Das wird sehr authentisch. Max, was machst du denn gerne in deiner freien Zeit? Oh, ich habe viele Hobbys. Ich spiele sehr gerne Fußball. Jeden Samstag mit meinen Freunden im Verein. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Fußball. Das ist sehr deutsch. Welcher ist dein Lieblingsverein? FC Bayern München natürlich. Ich bin in München geboren und aufgewachsen. Ich gehe auch manchmal ins Stadion. Die Atmosphäre ist unglaublich. Und du, Anna, was sind deine Hobbys? Ich male sehr gerne, vor allem Aquarelle von Landschaften. Das entspannt mich total nach der Arbeit. Malen ist wunderschön. Malst du auch Menschen oder Porträts? Manchmal. Aber Natur ist meine große Leidenschaft. Ich wandere auch total gerne in den Bergen. Am liebsten alleine, um die Ruhe zu genießen. Wandern ist auch sehr typisch deutsch. Wo wanderst du denn am liebsten? In den Alpen. Bayern und Österreich haben die schönsten Wanderwege. Besonders im Herbst, wenn die Blätter bunt sind. Das klingt wunderschön. Was machst du noch in deiner Freizeit? Ich höre sehr gerne Musik. Alle Genres, aber besonders Jazz und Rock. Musik begleitet mich den ganzen Tag. Musik ist universal. Spielst du auch ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre. Nicht professionell, aber hobbymäßig. Ich spiele seit 10 Jahren. Am Wochenende jamme ich manchmal mit Freunden. Das ist toll. Ich lese auch sehr gerne Bücher, besonders deutsche Klassiker und moderne Literatur. Welchen deutschen Autor magst du am meisten? Goethe und Schiller natürlich, aber auch moderne Autoren wie Daniel Kehlmann und Juli C. Ich lese fast jeden Tag vor dem Schlafen. Das war sehr interessant, Anna. Wir haben beide typisch deutsche Hobbys. Stimmt! Deutsche lieben Sport, Natur, Kultur und Musik. Das sind die 4 Säulen der deutschen Freizeit. Und jetzt lernen unsere Zuschauer, wie sie über ihre Hobbys sprechen. Mit über 60 verschiedenen Hobbys. Okay, jetzt lernen wir die wichtigsten Hobbywörter. Macht mit und wiederholt laut. Die wichtigste Frage ist, was machst du gerne oder was sind deine Hobbys? Und noch spezifischer, was machst du in deiner Freizeit? Oder welche Leidenschaften hast du? Die Antwort beginnt mit ich plus Verb plus gerne. Zum Beispiel, ich spiele gerne Fußball. Wichtig, das Wort gerne kommt nach dem Verb. Nicht ich gerne spiele Fußball,
Das ist komplett falsch. Richtig, ich spiele gerne Fußball. Wiederholt mit uns, ich lese gerne Bücher. Ich höre gerne Musik. Ich wandere gerne in den Bergen. Super! Jetzt kommen die Hobby-Kategorien. Kategorie 1 Sporthobbys. Diese sind in Deutschland extrem beliebt. Fußball spielen, Tennis spielen, Badminton spielen, Volleyball spielen. Schwimmen, Tauchen, Surfen, Segeln, Joggen, Laufen, Marathon laufen, Sprint, Radfahren, Mountainbike fahren, Rennrad fahren. Skateboard fahren, Longboard, Rollerskaten, Klettern, Bouldern, Bergsteigen, Felsklettern, Reiten, Pferdereiten, Dressur, Springreiten, Boxen, Kickboxen, Kampfsport, Karate, Judo, Taekwondo, Skifahren, Snowboardfahren, Langlauf, Eislaufen, Schlittschuhlaufen, Eiskunstlauf, Rollschuhfahren, Inlineskaten, Yoga, Pilates, Meditation, Stretching, Fitnessstudio, Krafttraining, Bodybuilding, CrossFit, Functional Training, Heat, Basketball, Handball, Baseball, Golf, Minigolf, Discgolf, Tanzen, Salsa, Tango, Hip-Hop, Ballett. wiederholt, ich spiele gerne Fußball. Ich schwimme gerne im See. Ich fahre gerne Rad am Wochenende. Ich jogge gerne morgens. Ich klettere gerne in den Alpen. Perfekt. Kategorie 2. Kreative Hobbys. Das ist für künstlerische Menschen. Malen, Aquarellmalen, Acrylmalen, Ölmalen, Zeichnen, Skizzieren, Porträts zeichnen, Fotografieren, Naturfotografie, Porträtfotografie, Videografieren, Filmen, Videos schneiden, basteln, DIY-Projekte, Upcycling, nähen, schneidern, Kleider nähen, häkeln, stricken, Wolle verarbeiten, sticken, Kreuzstich, Handarbeit, Bildhauerei, Skulpturen, Holzschnitzen, Keramik, Töpfern, Ton verarbeiten, Kunsthandwerk, Schmuck machen, Kalligraphie, Schönschrift, Handlettering, Scrapbooking, Fotoalben gestalten. versucht, ich male gerne am Wochenende. Ich fotografiere gerne die Natur. Ich nähe gerne meine eigene Kleidung. Ich bastle gerne mit meinen Kindern. Sehr gut. Kategorie 3. Musikhobbys. Deutsche lieben Musik. Musik hören, Konzerte besuchen, Festivals, Musik machen, komponieren, Songs schreiben, Singen, Chor singen, Solo singen. Tanzen, Choreografien lernen. Gitarre spielen, Akustik, elektrisch. Klavier spielen, Keyboard, Orgel, Schlagzeug spielen, Drums, Percussion, Violine spielen, Geige, Cello, Flöte spielen, Querflöte, Blockflöte, Saxophon, Trompete, Posaune, Bass spielen, Bassgitarre, Kontrabass, DJ sein, auflegen, elektronische Musik, Musik produzieren, Beats machen, Recording, Oper besuchen, klassische Konzerte. Beispiele: Ich höre gerne Musik beim Kochen, ich spiele gerne Klavier jeden Abend, ich singe gerne unter der Dusche. Ich gehe gerne zu Jazzkonzerten. Toll! Kategorie 4. Naturhobbys. Deutsche lieben die Natur. Wandern, Bergwandern, Fernwanderwege, Zelten, Camping, Wohnmobil, Camping am See, Wildcamping, Glamping, Angeln, Fliegenfischen, Hochseeangeln, Gärtnern, Gemüse anbauen, Blumen züchten, Gartenarbeit, Rasen mähen, Hecken schneiden, Blumenzucht, Rosenzucht, Orchideen, Spazierengehen, Waldspaziergänge, Stadtspaziergänge, Vogelbeobachtung, Birdwatching, Naturewatching, Naturfotografie, Landschaftsfotografie, Bergsteigen, Alpinismus, Hochtouren, Geocaching, Schatzsuche, Orientierung,
Pilze sammeln, Beeren sammeln, Kräuter sammeln. Sagt, ich wandere gerne jeden Sonntag. Ich gehe gerne spazieren im Wald. Ich zelte gerne im Sommer. Ich angle gerne am Fluss. Ich arbeite gerne in meinem Garten. Super. Kategorie 5 Kulturhobbys. Deutsche sind sehr kulturell interessiert. Lesen, Romane, Sachbücher, Biografien, Bücher, Comics, Graphic Novels, Magazine. Ins Theater gehen, Drama, Comedy, Musical, ins Museum gehen, Kunstmuseen, Technikmuseen, ins Kino gehen, Filme schauen, Dokumentationen, Ins Konzert gehen, Klassik, Rock, Pop. Ins Ballett gehen, Tanz, Oper. Ausstellungen besuchen, Kunstausstellungen, Messen, kulturelle Veranstaltungen, Festivals, Stadtfeste, Geschichtsinteresse, historische Orte besuchen, Architektur bewundern, Bauwerke, Denkmäler. probiert. Ich lese gerne historische Romane. Ich gehe gerne ins Theater am Wochenende. Ich besuche gerne Museen in neuen Städten. Ich schaue gerne Dokumentarfilme. Perfekt. Kategorie 6 Freizeit-Hobbys. Das sind moderne Hobbys. Kochen, neue Rezepte ausprobieren, backen, Kuchen, Torten, Brot backen, Rezepte ausprobieren, internationale Küche, Videospiele spielen, Konsole, PC-Gaming. Brettspiele spielen, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele. Puzzle machen, 1000 Teile, 3D-Puzzle, Rätsel lösen, Kreuzworträtsel, Sudoku, Filme schauen, Netflix, Streaming, Serien schauen, Binge-Watching, TV-Shows, Podcast hören, Hörbücher, Audiobooks, Reisen, Urlaub machen, Weltreisen, neue Städte erkunden, Stadttouren, Sightseeing, Kulturen kennenlernen, Sprachen lernen, Shopping, Kleidung, Schuhe, Accessoires, Online-Shopping, Secondhand, Vintage, Social Media, Instagram, YouTube, TikTok, Handyspiele, Mobile Games, Apps, Online-Games, Multiplayer, E-Sports, Streaming, Twitch schauen, Gaming-Content, Sammeln, Briefmarken, Münzen, Figuren, Modellbau, Modelleisenbahn, Flugzeuge. sagt, ich koche gerne italienisches Essen. Ich spiele gerne Videospiele mit Freunden. Ich schaue gerne Serien am Abend. Ich reise gerne in neue Länder. Ich löse gerne Kreuzworträtsel. Ausgezeichnet. Für Intensität sagen wir verschiedene Ausdrücke. Sehr gerne bedeutet I really like. Total gerne bedeutet I totally like. Wahnsinnig gerne bedeutet I love it. Verrückt nach etwas sein bedeutet I'm crazy about it. Leidenschaftlich bedeutet leidenschaftlich. Beispiele: Ich spiele sehr gerne Fußball. Ich male total gerne Aquarelle. Ich bin verrückt nach Wandern. Ich koche wahnsinnig gerne für Freunde. Das Wort Leidenschaft bedeutet Passion. Meine Leidenschaft ist Musik. Meine große Leidenschaft ist Reisen. Wandern ist meine absolute Leidenschaft. Diese Wörter machen euch zu interessanten Gesprächspartnern. Mit Hobbys findet ihr sofort Gemeinsamkeiten mit Deutschen. Jetzt schauen wir uns die Grammatikstruktur genauer an. Das ist wirklich wichtig zum Verstehen. Die Grundstruktur ist Subjekt plus Verb plus gerne. Beispiele: Ich spiele gerne Tennis. Das bedeutet auf Englisch I like to play tennis. Oder wir wandern gerne zusammen. Das bedeutet we like to hike together. Ihr malt gerne Bilder. Für Häufigkeit benutzen wir wichtige Wörter. Immer bedeutet always, 100%. Oft bedeutet often, vielleicht 70%. Manchmal bedeutet sometimes 50%. Selten bedeutet rarely, 20%. Nie bedeutet never, 0%. Beispiele mit Häufigkeit: Ich spiele oft Fußball.
Das heißt mehrmals pro Woche. Ich male manchmal am Wochenende. Das heißt 2 bis 3 Mal pro Monat. Ich singe selten in der Öffentlichkeit, das heißt nur sehr selten. Ich spiele nie Schach, das heißt überhaupt nicht, 0 Mal. Ich wandere immer am Wochenende, das heißt jedes einzelne Wochenende. Diese Wörter zeigen, wie regelmäßig das Hobby ist. Das macht eure Beschreibung viel genauer. Zeitangaben sind super wichtig. Am Wochenende bedeutet on the weekend. Nach der Arbeit bedeutet after work. In den Ferien bedeutet during vacation. Abends bedeutet in the evening. Nachts bedeutet at night. Morgens bedeutet in the morning. Während des Urlaubs bedeutet during holidays. Vor dem Schlafen bedeutet before sleeping. In meiner Mittagspause bedeutet during lunch break. Vollständige Sätze mit Zeitangaben. Ich spiele am Wochenende gerne Fußball mit meinen Freunden. Das ist ein sehr professioneller Satz. Ich lese abends gerne Bücher vor dem Schlafen. Ich jogge morgens gerne vor der Arbeit. Ich koche nach der Arbeit gerne für meine Familie. Für Orte sagen wir Präpositionen. Im Park bedeutet in the park, im Fitnessstudio bedeutet in the gym. Zu Hause bedeutet at home. In den Bergen bedeutet in the mountains, im Schwimmbad bedeutet in the swimming pool. In der Turnhalle bedeutet in the gym hall. Im Theater bedeutet in the theater. Im Museum bedeutet in the museum. Im Kino bedeutet in the cinema. An der Universität bedeutet at the university. Am See bedeutet at the lake. Im Wald bedeutet in the forest. Perfekte Sätze mit Orten. Ich wandere gerne in den Alpen. Ich lese gerne zu Hause auf der Couch. Ich spiele gerne mit Freunden im Park Fußball. Ich trainiere gerne im Fitnessstudio. Ich schwimme gerne im Schwimmbad. Orts- und Zeitangaben zusammen kombinieren. Das klingt wie ein echter Deutscher. Ich spiele jeden Samstag im Fitnessstudio gerne Tennis. Ich male am Wochenende gerne zu Hause Aquarelle. Ich jogge morgens gerne im Park vor der Arbeit. Ich gehe abends gerne ins Kino mit meiner Freundin. Das ist perfektes, natürlich gesprochenes Deutsch. Mit Verben aufpassen. Einige Verben verändern sich. Das nennt man Konjugation. Fahren. Ich fahre, du fährst, er, sie, es fährt, wir fahren. Lesen. Ich lese, du liest, er, sie, es liest, wir lesen. Singen. Ich singe, du singst, er, sie, es singt, wir singen. Spielen. Ich spiele, du spielst, er, sie, es spielt, wir spielen. Schreiben. Ich schreibe, du schreibst, er, sie, es schreibt. Laufen. Ich laufe, du läufst, er, sie, es läuft, wir laufen. Sehen. Ich sehe, du siehst, er, sie, es sieht, wir sehen. Beispiele in Sätzen. Ich fahre gerne Fahrrad, du fährst gerne Fahrrad. Ich lese gerne Bücher, er liest gerne Bücher. Ich spiele gerne Gitarre, sie spielt gerne Gitarre. Das war gar nicht kompliziert, oder? Mit dieser Struktur könnt ihr stundenlang über Hobbys sprechen. Das ist euer Ticket zu deutschen Freundschaften. Jetzt kommt etwas sehr Typisches über deutsche Hobbykultur. Das müsst ihr unbedingt verstehen. Deutsche lieben Vereine mehr als alles andere. Es gibt über 600.000 Vereine in Deutschland. Das ist unglaublich viel. Sportvereine für alle Sportarten, Musikvereine für Chöre und Orchester, Wandervereine für gemeinsame Touren, Karnevalsvereine, sogar Briefmarkensammelvereine. Für jedes Hobby, wirklich jedes, gibt es einen Verein. In Vereinen findet man sofort Freunde und Gemeinschaft. Das ist extrem deutsch. Das Vereinswesen ist eine deutsche Tradition. Viele Deutsche sind Mitglied in mindestens einem Verein, manche sogar in 3 oder 4 Vereinen. Die Mitgliedschaft kostet oft nur 5 bis 20 Euro pro Monat. Das ist sehr günstig.
Das Gemeinschaftsgefühl ist unglaublich wichtig in Deutschland. Deutsche fühlen sich in Vereinen zu Hause. Dort trifft man sich regelmäßig. Man macht gemeinsame Aktivitäten, man feiert zusammen Feste. Vereine sind wie eine zweite Familie. Deutsche haben auch eine starke Work-Life-Balance. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Freizeit ist heilig in Deutschland. Um 17 Uhr oder 18 Uhr gehen viele Deutsche nach Hause. Nach der Arbeit beginnt die Freizeit. Das Wochenende ist absolut tabu für Arbeit. Samstag und Sonntag gehören der Familie und den Hobbys. Deutsche trennen sehr stark zwischen Arbeit und Privatleben. Das nennt man Work-Life-Balance. Überstunden sind nicht besonders beliebt. Urlaub wird komplett genossen, ohne Arbeit. E-Mails werden im Urlaub nicht gecheckt. Das ist eine ganz andere Kultur als in vielen Ländern. Viele Deutsche haben Schrebergärten. Was ist ein Schrebergarten? Das sind kleine private Gärten außerhalb der Stadt. Dort entspannt man sich am Wochenende. Man baut Gemüse an, Tomaten, Gurken, Salat. Man züchtet Blumen, Rosen, Tulpen, Geranien. Man pflanzt Kräuter, Basilikum, Rosmarin, Petersilie. Schrebergärten sind typisch deutsch. Oft gibt es dort auch ein kleines Gartenhaus. Eine Terrasse zum Sitzen, einen Grill für Sommerabende. In Schrebergartenkolonien herrscht starke Gemeinschaft. Nachbarn helfen sich gegenseitig. Man feiert gemeinsam Gartenfeste. Das ist sehr traditionell deutsch. Wandern ist in Deutschland Nationalsport. Kein Scherz, wirklich. Es gibt über 200.000 Kilometer Wanderwege in Deutschland. Das ist eine unglaubliche Distanz. Und Wandern ist komplett kostenlos. Man braucht nur gute Schuhe und Motivation. Wandergruppen gibt es überall, besonders bei älteren Deutschen sehr beliebt. Aber auch junge Leute wandern immer mehr. Die Alpen im Süden, der Schwarzwald im Südwesten, der Harz in der Mitte, die sächsische Schweiz im Osten. Überall gibt es schöne Wanderwege. Am Wochenende sind die Berge voll mit Wanderern. Das ist deutsche Freizeitkultur pur. Deutsche sind auch sehr kulturell interessiert. Kultur hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Theater, Museen, Konzerte sind extrem beliebt. Viele Deutsche besuchen regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, mindestens einmal pro Monat. Klassische Musik ist besonders populär. Deutschland ist das Land von Beethoven, Bach, Mozart. Opernhäuser sind in jeder größeren Stadt. Theater haben eine lange Tradition. Museumsnacht ist ein besonderes Event. Dann kann man alle Museen bis Mitternacht besuchen. Kulturpass für Jugendliche ist sehr beliebt. Mit 18 Jahren bekommt man 200 € für Kultur. Das zeigt, Kultur ist wichtig in Deutschland. DIY, Do-it-yourself, ist sehr populär in Deutschland. Deutsche basteln, renovieren und reparieren gerne selbst. YouTube-Tutorials sind extrem beliebt zum Heimwerken. Baumärkte wie Obi, Bauhaus, Hornbach sind riesig. Am Samstagvormittag sind sie voller Menschen. Jeder Deutsche hat mindestens ein Zimmer, das er renovieren möchte. Möbel zusammenbauen von IKEA ist fast ein Volkssport. Wände streichen, Böden verlegen, Regale bauen. Deutsche lieben es, Dinge selbst zu machen. Das spart Geld und macht Spaß. Und man ist stolz auf das Ergebnis. Fußball ist die absolute größte Leidenschaft in Deutschland. Bundesligaspiele am Wochenende sind heilig. Samstagabend um 18:30 Uhr. Das ist die wichtigste Zeit der Woche. Freunde treffen sich zum gemeinsamen Fußballschauen, im Stadion oder zu Hause vor dem Fernseher. Deutschland hat 18 Bundesliga-Vereine. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig. Die Rivalitäten sind intensiv. Fußball verbindet alle Generationen in Deutschland.
Vom Kind bis zum Großvater. Alle spielen, schauen oder diskutieren über Fußball. Jetzt seid ihr dran. Zeit für unsere große Hobby-Challenge. Teilt euer Lieblingshobby und eure Wochenendpläne in den Kommentaren. Das ist eure Chance, auf Deutsch zu schreiben. Zum Beispiel, ich spiele sehr gerne Tennis. Am Wochenende spiele ich 3 Stunden mit meinen Freunden im Tennisclub. Danach trinken wir zusammen Kaffee. Oder ich koche wahnsinnig gerne. Dieses Wochenende koche ich italienisches Essen für meine Familie, Pasta Carbonara und Tiramisu als Dessert. Oder meine Leidenschaft ist Wandern. Jeden Samstag wandere ich in den Bergen nördlich von meiner Stadt. Die Natur gibt mir Energie für die ganze Woche. Benutzt die deutsche Struktur ich plus Verb plus gerne. Schreibt auch, wie oft ihr das Hobby macht, immer, oft, manchmal, selten oder nie. Und mit wem ihr es macht. Alleine, mit Freunden, mit Familie, mit einem Verein. Lass uns kurz wiederholen, was wir heute alles gelernt haben. Das war viel Information. Wir haben über deutsche Hobbys und Freizeit gesprochen. Das ist wirklich der Schlüssel zu neuen Freundschaften. Die wichtigste Struktur war ich plus Verb plus gerne. Das ist eure Grundformel. Plus Häufigkeitswörter. Oft, manchmal, selten, nie, immer. Damit beschreibt ihr, wie oft ihr etwas macht. Plus Zeitangaben. Am Wochenende, nach der Arbeit, abends, morgens. Das macht eure Sätze kompletter. Plus Ortsangaben. Zu Hause, im Park, in den Bergen, im Fitnessstudio. So wissen andere genau, wo ihr euer Hobby ausübt. Plus über 60 verschiedene Hobbyvokabeln. Sport, Musik, Natur, Kultur, Kreativität, Freizeit. Das ist die kompletteste Liste. Und deutsche Hobbykultur verstehen, Vereine sind extrem wichtig. Über 600.000 in Deutschland. Work-Life-Balance ist heilig. Freizeit ist getrennt von Arbeit. Wanderlust. Über 200.000 Kilometer Wanderwege. Schrebergärten, kleine Paradiese außerhalb der Stadt. Kulturinteresse, Theater, Museen, Konzerte sind sehr beliebt. Fußball, die größte nationale Leidenschaft. Gaming, modernes Hobby für alle Altersgruppen. Das alles hilft euch massiv, mit Deutschen ins Gespräch zu kommen. Am Dienstag sprechen wir über deutsches Essen und Trinken. Das wird super lecker. Deutsche Küche für Anfänger, Currywurst, Schnitzel, Brezel und mehr. Bis dahin, sprecht über eure Hobbys mit deutschen Freunden. Traut euch, auf Deutsch zu reden und schreibt eure ausführlichen Hobbygeschichten in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles und antworten auf jeden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, viel Spaß mit euren Hobbys. Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen. Bis bald bei Einfach Deutsch.